Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video zeige ich euch, auf was ich schaue, wenn ich ein Instrument das erste Mal sehe. Mehr davon nach dem Intro. Prinzipiell einmal, wenn ein Kunde kommt, wenn ein Musiker kommt, dann hat er ja einen bestimmten Grund, es sei denn, er kommt nur wegen irgendeinem Selfie mit mir oder wegen einem Autogramm, das geht natürlich auch. Aber prinzipiell einmal kommen sie ja wegen irgendeinem Grund, aus irgendeinem Anlass. Entweder weil sie klanglich nicht zufrieden sind oder weil eine Kleinigkeit repariert gehört oder weil mehr repariert gehört, weil ein Unfall passiert ist oder weil sie was verkaufen wollen und wissen wollen, was war da vernünftig oder sie wollen was ankaufen. Also es gibt verschiedene Kriterien, warum jemand kommt. Das jetzige Video beschäftigt sich nur damit, wie ist was benannt, passen bestimmte Sachen und auf was schaue ich, was eventuell nicht passt. Also da geht es jetzt weder um einen Wert, da geht es weder um das und um das und das. Es geht jetzt nur darum, wie schaue ich ein Instrument an, was kontrolliere ich, damit ich einmal einen Eindruck kriege davon. Wir reden jetzt nur davon, dass das Instrument funktioniert. Da rede ich noch nicht von einer Klangeinstellung oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt, das allererste, was ich mache, ist, dass ich einmal einen Eindruck von dem Gewicht kriege, das ich vor mir habe. Ja? Ist es besonders schwer, ist es besonders leicht? Das ist was, indem man es halt aufhebt. Gleichzeitig schaue ich natürlich dann, was ist da für ein Kienhalter oben. Es könnte also sein, dass da ein murzerschwerer, großer Kienhalter oben ist, der würde das ein bisschen verfälschen, den Eindruck. Das nächste, was ich einmal schaue, damit ich einen Eindruck kriege, wie stabil ist das Instrument, ich nehme mir das her und probiere mal da einfach ganz einen leichten Druck geben. Da spürt man sofort, ist das sozusagen ein Bredel oder ist das ein gesundes Instrument oder ist das zu dünn? Gibt's auch. Dann schaue ich mir mal die Achse an von dem Instrument. Das heißt, ich schaue oben, wie ist die Längsachse von dem Instrument vom Hals, wie er eingesetzt ist, wo der Steg steht, wo der Untersattel ist und wo der Knopf ist. Macht das einen Winkel? Da gibt es übrigens schon ein Video, da habe ich das schon mal ein bisschen erklärt. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich die Saiten spüre, wie die Saiten gleichmäßig oder unterschiedlichen Widerstand bieten. Habe ich also ein Instrument, das auf die Diskantseiten wesentlich härter zum Drucken ist, als auf der Bassseite herunten, dann passt irgendwas. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel das Knopfloch nicht in der Mitte, nicht in der Achse ist, sondern seitlich ist. Dadurch habe ich dort mehr Spannung, da weniger. Dann kann es sein, dass zum Beispiel die Stabilität vom Hals nicht da ist. Ja? Das probiere ich, indem ich das Instrument herlege, da die Hand auf tue und einfach einmal schaue, das Griffbrettel der Hals, geht das leicht hin und her. Das ist beim Cello zum Beispiel was Wichtiges, weil dort der Leimfilm viel leichter anreißt. Das heißt, wenn ich beim Cello die Saiten nur leicht locker mache, dann habe ich unter Umständen da eine ganz schöne Bewegungsmöglichkeit herinnen und ich spüre es auch da sofort beim Halsansatz, indem ich mit den Fingern zubefahre und merke, ob sich da was rührt oder ob das stabil ist. Das nächste, was ich mir anschaue, ist in Wirklichkeit die Höhe vom Steg, wie das Griffbrettel oder die Halsneigung dazu ausschaut. Ja? Wie schaut dieser Winkel von den Seiten aus? Ja? Das sind also lauter Sachen, die einmal einen Eindruck vermitteln. Dann probiere ich, indem ich drüber fahre und einfach her, ob irgendwo Randstellen offen sind. Weil das kann auch noch sein. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich das Instrument sozusagen ein bisschen anzupfe und dann auch leicht drehe. Und mir schaue, kann ich den Klang, der drinnen hin und her wandelt jetzt, das muss man sich ja so vorstellen, nicht? Kann ich den verrückt machen oder nicht? Trottel. Ich habe nur geschaut, ob der Bub überhaupt noch da ist oder ob er schon eingeschlafen ist. Dann kann man natürlich die Wirbeln kontrollieren. Man schaut dann übers Griffbrettel drüber und sieht, ob das Hohlseil richtig ist, ob die Krümmung richtig ist,
ob die Steghöhe zum Griffbrettel passt. Ja? Das sind also lauter so Kriterien, die machen Sinn. Dann schaue ich natürlich auch ein, wie steht der Stimmstock drinnen, nur mal von der Position. Dafür treiben wir das Instrument natürlich so her. Wenn ich ein bisschen Licht hätte, ein bisschen Licht habe ich da, das ist ja nicht mein normales Arbeitslicht, das ist das Fill-Light und das Frontlight und das Glatzenlight und das Backlight und ich weiß nicht was, das Silhouettenlight. Das ist was auch wichtig ist, wie steht das drinnen. Also man kriegt dann sehr schnell sozusagen ein Gefühl, was passt alles und was passt nicht. Ja? Dann horcht man, was hat der Musiker für einen Wunsch. Ja? Also, braucht er andere Ansprache, braucht das ausgeglichener, braucht das brillanter. Wenn ich das zuerst angeschaut habe, dann tue ich mir schon relativ leicht, das umzusetzen, was als Wunsch sozusagen vorgetragen wird, kann man da was machen. In ganz, ganz viel, oder wenn nicht in die allermeisten oder in die meisten oder in alle Fälle, kann man natürlich was machen. Jetzt gibt es Sachen, wenn man eine Veränderung macht, es sind oft kleine Veränderungen, die viel ausmachen. Man kann es faktisch bei fast allen Veränderungen schon sagen, was rauskommen wird. Man kann es aber nicht bei allen Sachen sagen. Es gibt Sachen, das kommt auch vor, dass man dann nur mehr sagt, du, ich kann das nur ausprobieren, ich kann dir das jetzt vorher nicht so genau sagen. Ja? Aber wie gesagt, ein paar Sachen haben wir schon relativ in andere Videos relativ gut besprochen. Da geht es um, wie der Steg stehen muss und. Aber das sind sozusagen, das ist ein Gesamteindruck, kann das Instrument funktionieren. Wenn ich natürlich das Instrument angreife, spiele ich, ohne dass ich es jetzt sozusagen gesagt habe, ich spiele sofort, ist Hals und Griffbrettel, ist das eine Einheit. Spiele ich da irgendwas, spiele ich beim Sadel irgendwas oder ist das alles sehr angenehm? Ja? Wenn es dann um die Wölbungen geht, das ist was, das geht in Wirklichkeit auch nur, indem man es halt einmal angreift, ja? Indem man einmal drüber fährt. Dann kann man sofort einen Eindruck kriegen, okay, so ist es. Dann schaut man sich seitlich an. Ja? Das nächste, was ich mir noch anschaue, ist, wie passt die Deckenwölbung zu einer Bodenwölbung dazu. Ja? In dem Fall muss ich sagen, ist ein sehr, sehr gutes Instrument. Das habe ich gebaut. Nein. Dann schaue ich mir sozusagen an, wie der Zagenkranz, ob sich der deformiert hat oder nicht, oder wie er sich deformiert hat. Ja? Dann sehe ich, wenn ich oben schaue, auch die Position vom Obersattel im Verhältnis zur Leimfläche von der Decken. Das, was ich auch noch mache, ist bei Instrumenten, dass ich mit den Fingern über die F-Klappen drüber fahre, über die oberen. Bei den unteren ist es meistens so, dass die sowieso ein bisschen tiefer drinnen liegen. Ja? Aber die oberen, die sollten also nicht zu sehr tief sein. Wenn es da herüben zu tief ist, dann ist schon die Frage, hat der Bassbalken richtig hin? Und wenn es da zu tief ist, dann ist der Stimmstock definitiv zu kurz, es sei denn, es ist so deformiert, dass der Stimmstock auch passt, obwohl das tief ist, aber meistens ist es dann so, also es sollte ein ganz kleines bisschen ausschauen, bis eben sein. Ja? Also einfallen sollte es weniger. Ja? Weil wenn die F-Klappen, die oberen, einfallen rein, dann heißt das ja nichts anderes wie, dass der ganze Korpus sich im Prinzip so verdraht. Ja? Und du siehst das natürlich dann da und da. Da fällt es rein aus einem anderen Grund, aber da heroben sollten es nicht einfallen. Nicht? Das war's schon wieder fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Gerne Kommentare. Obwohl. Du Sauber. Das muss wohl ich sein, oder? Der Sauber. Na, freut mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das ist sozusagen das Erste, was ich anschaue. Da geht es also weder um den Wert, da geht es weder um die Echtheit, da geht es also um viele Sachen nicht, um die Zusammengehörigkeit. Es geht nur darum, funktioniert das Instrument als Instrument. Weil über den Klang kann man viel diskutieren. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Das, was man machen kann, ist, dass ein Geigenbauer versteht, was ein Kunde haben will und das dann möglichst so macht. Ja? Gelingt eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Ja. Super. Na. Wie heißt's? Baby leicht. Ich sage es einfach so, dass es halt verschiedene Anlässe gibt. Warum geht man zum Geigenbauer? Genau, mit was Der wichtigste ist, weil er ein wahnsinnig netter und sympathischer Typ ist. Nicht! Echtheit, was ist das für ein?
Ja, das kannst du nicht so in einem kurzen Video machen. Ich kann natürlich bei dem mir lang den Kopf zerbrechen und dann sagen, ich glaub, das ist ein Mordinstrument. Aber auf den Punkt gehen wir in dem Video jetzt nicht ein, weil das braucht ein bisschen länger. Ja. Und das sollten auch Leute machen, die sich wirklich auskennen. Ja, wenn man keine Ahnung hat oder das nicht bis zum Ende durchgedacht hat, weißt du, wie wenig Leute einen Leim richtig verarbeiten können? Das ist kein Scherz. Passt schon, oder? Ich glaube. Du glaubst, gell? Ich glaube, Wutzi. Naja, das erste, wenn es um die Echtheit geht, man schaut einmal rein, was drinnen steht. Dann fragt man, was ums Salt dafür. Und gut, um den Preis muss es echt sein. Heute geht sich gut dahin. Ja, wenn der Bub einmal einen Schnabel hält. Ja, es ist tatsächlich so, dass es wichtig ist, dass die Untertitel und auch die englischen Untertitel sind. Dass ich recht habe, das weiß ich sowieso. Jetzt mache ich eine kurze Insta-Story, oder? Sowieso. Nein, die mache ich dann während dem Video. Du darfst dann aber nicht nervös herschauen, sondern du machst einfach das Video weiter. Das letzte Mal irgendwie da mit 3 Fingern niedergehalten und zeichnet, das will ich nicht machen. Das traue ich mir jetzt eh nicht mehr, weil dann ist er schon wieder überfordert, der Bub. Das ist so multitouch, dass dann alles im Arsch ist. Jetzt erst einmal würde ich anfangen mit Danke, lieber Peter, dass du kein so verhautes Arschloch bist. Du, mit Sicherheit kann ich dir sagen, dass die Herkunftsfamilie meiner Frau einen doch schon gewaltig.